Kennt ihr die Geschichte von Omusubi Kororin? Es war einmal im alten Japan ein freundlicher alter Mann, der täglich in den Wald ging, um Holz zu sammeln. Als er am Mittag eine wohlverdiente Pause einlegte und seine mitgebrachten Reisbällchen, Onigiri genannt, essen wollte, fiel ihm aus Versehen eines aus der Hand auf den Boden. Und es rollte davon. Alle Versuche des alten Mannes, der hinterhereilte, es wieder aufzuheben, waren vergeblich. Das Onigiri rollte weiter und weiter, direkt auf ein Loch im Boden zu und fiel hinein. Der alte Mann stand vor dem Loch, enttäuscht darüber, dass ihm sein Mittagessen durch die Lappen gegangen war. Dann hörte er plötzlich fröhliche Musik und lustigen, piepsigen Gesang. Er dachte sich, er wollte den fröhlichen Geschöpfen unten im Loch etwas Gutes tun, und warf noch weitere Onigiri hinein. Dann packte ihn die Neugier und er beschloss selbst in das Loch hinabzusteigen, um herauszufinden, was die Quelle der fröhlichen Musik ist. Unten angekommen, war er umringt von lauter kleinen Mäusen, welche die von ihm hinabgeworfenen Reisbällchen in den Händen hielten und offenbar eine Party feierten. Sie liefen weiter ins Innere der Höhle und gaben dem alten Mann zu verstehen, er möge ihnen gerne folgen. Also folgte er ihnen und fand sich kurz darauf mitten in einer lustigen Mäusepartie wieder, mit fröhlicher Musik, Tanz und reichlich zu essen. Und zum Abschied schenkten ihm die Mäuse zum Dank für die vielen Onigiri und seine Gesellschaft eine Truhe voll mit Goldmünzen. Der freundliche alte Mann konnte sein Glück kaum glauben. Er spazierte mit der Truhe nach Hause in sein Dorf, wo ihn die Dorfbewohner bewundernd empfingen. Doch ein gieriger Mann löste sich aus der Menge, trat auf den alten Mann zu und wollte wissen, wie er an diesen Schatz gekommen sei. Als der alte Mann ihm dies verriet, ging der gierige Mann sofort nach Hause, bereitete einen großen Korb mit weiteren Reisbällchen vor und machte sich auf den Weg in den Wald, um das Mäuseloch zu suchen. Und nachdem er es nach einer Weile des Suchens gefunden hatte, schüttete er einfach sämtliche Onigiris aus seinem Korb in das Loch hinein und sprang direkt hinterher. Unten angekommen, kamen auch auf ihn sofort viele neugierige Mäuse zu, doch der Mann brüllte sie an und wollte wissen, wo sie das Gold versteckt hätten. Er warf ihnen die letzten Reisbällchen aus seiner Tasche zu und verlangte, nun endlich seinen Lohn zu bekommen. Als er plötzlich am Boden ein goldenes Schmuckstück entdeckte, hob er es auf und sagte, für den Anfang nehme ich das hier schon mal mit. Doch die Mäuse versuchten, ihn davon abzuhalten, und brachten ihm stattdessen eine sehr große Schatztruhe. Der Mann lachte, diese Truhe ist ja noch viel größer als die, die ihr dem alten Mann mitgegeben habt. Das reicht mir völlig. Und er schleppte die schwere Truhe auf seinem Rücken nach Hause. Zu Hause angekommen, rieb er sich voller Vorfreude die Hände und konnte es kaum erwarten, die Schätze aus der Truhe entgegenzunehmen. Doch als er sie öffnete, erstarrte er vor Schreck, statt Gold und Geld sprangen Schlangen und Frösche hervor. Am Ende der Geschichte saß der freundliche alte Mann zufrieden zu Hause und freute sich über seinen neu gewonnenen und unerwarteten Reichtum. Während der gierige und unfreundliche Mann leer ausging. Die Moral der Geschichte: Freundlichkeit und Bescheidenheit werden belohnt, Habgier dagegen nicht.